Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich eine 5-Frucht-Marmelade mache, also eine Konfitüre aus 5 Sommerfrüchten. Man kann damit aus Obstresten etwas ganz Tolles machen. Zunächst habe ich hier schwarze und rote Johannisbeeren. Da die Johannisbeeren für meinen Geschmack zu viele Kerne haben und auch die Blütenreste an der Unterseite der Frucht nach meinem Dafürhalten in einer Marmelade nicht zu suchen haben, koche ich die Früchte und passiere sie durch ein Sieb, um für die Marmelade nur den Fruchtsaft zu verwenden. Teils sind die Früchte noch tiefgefroren, aber hier habe ich frisch gepflückte schwarze Johannisbeeren, die ich zu den anderen in den Kochtopf gebe. Die Blätter lasse ich auch mitkochen, sie verstärken den typisch herben Geschmack der Beeren. Ich habe ungefähr 800 Gramm Beeren. Dazu gebe ich eine halbe Tasse Wasser und lasse alles nun auf kleiner Flamme aufkochen, mit Deckel geht es etwas schneller. Nachdem das Obst einige Minuten gekocht hat und so weich geworden ist, dass es leicht zerfällt, zerdrücke ich es mit einem Kartoffelstampfer. Einen Pürierstab benutze ich absichtlich nicht. Da der Beerensaft schwer zu entfernende Flecken verursachen kann, stelle ich eine Auffangschüssel ins Waschbecken und darauf hänge ich ein Sieb. Nun gieße ich die gekochten Beeren vorsichtig in das Sieb. Etwaige Spritzer lassen sich am Waschbecken leichter entfernen. Der Topf wird mit einem Teigschaber ausgekratzt, gespült zu werden braucht er nicht. Nun kann man den Saft über Nacht abtropfen lassen oder aber, wenn man wie ich keine Zeit oder Geduld hat, die Masse mit einem Teigschaber oder einer Soßenkelle leicht durchrühren, dann geht das Abtropfen schneller. Übertreiben sollte man es dabei aber auch nicht, denn sonst hat man womöglich die Kerne doch wieder durch das Sieb gestrichen. Das Fruchtpüree lässt sich unter dem Sieb abstreifen. Daraufhin kann man den Saft wieder in den Topf geben, der bereits auf einer Waage steht, und man sollte sich das Gewicht des Saftes notieren. Ich hatte ungefähr 530 Gramm. Auch ist es immer nützlich zu wissen, wie schwer der Topf ist. Wer genau hinschaut, kann erkennen, dass ich mir dessen Gewicht mit einem Edding hinter den Griff geschrieben habe. Jetzt müssen noch die weiteren Früchte vorbereitet werden. Zunächst habe ich hier ein paar Süßkirschen, die ich entsteinen muss. Dazu schneide ich sie ringsum auf und drehe die beiden Hälften gegeneinander. Eine Hälfte löst sich vom Stein und landet in der Schüssel. Der Stein der anderen Hälfte lässt sich mit einem kleinen Pariser Messer leicht herauslösen. Damit es schneller geht, halbiere ich zunächst sämtliche Kirschen, lege mir die Hälften mit Stein auf einen Teller und löse anschließend alle Steine aus den zweiten Hälften. Man muss aber Obacht geben, dass ja alle Steine entfernt werden. Ich hatte 220 Gramm Süßkirschen, die ich nun zu meinem Johannisbeersaft gebe. Jetzt habe ich noch wunderbare Erdbeeren der Sorte Malvina. Hiervon nehme ich gute 500 Gramm. Sie werden gewaschen, die Blätter abgeschnitten und die Früchte in nicht zu kleine Stücke geschnitten, bzw. kleine Früchte werden einfach nur halbiert. Dazu gebe ich noch Himbeeren, die wir am Morgen frisch gepflückt hatten. Das Obst mische ich ungefähr zu gleichen Teilen. Ich hatte ca. 550 Gramm Johannisbeersaft, je 500 Gramm Erdbeeren und Himbeeren sowie ungefähr 250 Gramm Kirschen. Insgesamt hatte ich also ungefähr gute 1800 Gramm Frucht. Da die Johannisbeeren sehr säurehaltig sind, mache ich die Marmelade im Verhältnis 1:1, das heißt, auf einen Teil Frucht gebe ich einen Teil Zucker. Also gebe ich jetzt 1800 Gramm Zucker auf meine Früchte. Etwas Zucker nehme ich jedoch wieder davon ab und gebe ihn in eine kleine Schüssel. Da ich ein Geliermittel verwende, welches ich nun bezogen auf meine Fruchtmenge abwiege, mit dem Zucker in der Schüssel vermische und erst gegen Ende der Kochzeit zu den Früchten geben werde. Bevor es ans Kochen geht, bereite ich mir auch noch meine Gläser vor, denn später muss alles schnell gehen und dann muss alles bereitstehen.
In eine Pfanne gebe ich etwas Wasser, dort hinein gebe ich die Gläser und deren Deckel, setze einen Deckel darauf und lasse alles bei ganz kleiner Flamme aufkochen. Wasserdampf ist steril und so wird alles nicht nur heiß, sondern auch steril. Jetzt geht es ans Marmeladekochen. Es braucht kein Wasser an das Obst gegeben zu werden. Zunächst benutze ich nur eine mittlere Hitze, um alles etwas zu erwärmen, dann lässt sich der Topfinhalt leichter umrühren. Sobald sich Obst und Zucker vermischt haben, kann man die Hitze erhöhen und unter ständigem Rühren die Masse zum Kochen bringen. Sobald sie anfängt zu kochen, muss die Hitze wieder reduziert werden, denn alles fängt an, brodelnd zu kochen und kommt schnell hoch, so wie hier bei mir. Es hilft, wenn man dann, wie bei einer heißen Suppe, pustet und rührt oder aber den Topf schnell vom Feuer zieht. Hat die Masse 103 Grad Celsius erreicht, rühre ich den Zucker mit dem Geliermittel unter und lasse alles noch 3 Minuten kochen. Meine Gläser sind mittlerweile heiß genug und ich stelle sie neben den Herd. In die Pfanne gebe ich noch einige Ersatzgläser. Hier habe ich einen Einfülltrichter, der mir schon sehr viele gute Dienste erwiesen hat. Er wird auf ein Glas gesetzt und der Topf mit der Marmelade kommt daneben. Nun kann die Marmelade in die Gläser gefüllt werden. Da das nicht zerschnittene Obst immer oben schwimmt, achte ich tunlichst darauf, alles möglichst gleichmäßig zu verteilen. Auf das Glas wird ein Deckel gegeben, zugedreht und dann nochmal richtig fest nachgezogen. Jetzt müssen die Gläser noch beschriftet werden, damit man im Winter auch immer die richtige Marmelade zur Hand hat. Und so sieht sie auf dem Brot aus. Das ist meine Lieblingsmarmelade, da sie unheimlich intensiv ist und immer mit einer anderen Geschmacksvariante überrascht, da man mal auf ein Stück Erdbeere oder Kirsche beißt und immer den Geschmack von Himbeeren und roten oder schwarzen Johannisbeeren im Mund hat. Vielleicht probiert ihr sie ja einmal aus. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!